Start wieder. So. Aber wir haben noch nichts zum Ausgeben an Erfahrungspunkten etc. pp. Sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Be careful. If you get close to a Zoogle, they'll attack. Achso, sobald mein Gegner icon, ja. Hatte man ja noch nie. Steuerung Kampf, drücke. Steuerung eines Charakters ändern. Ah. Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. This is it. Wow. Dig deep. Easier said than done. Ey, die sind Why'd you kill me? To stop you echt dying? kräftig, die Jungs. Here I go. You're mine. Das ist schon cool. Pathetic. Das bleibt auf jeden Fall bei mir drin. Die Hochschlage-Kombo. Ich mag Hochschlage-Kombos irgendwie. Mochte ich auch bei Final Fantasy 16 immer. Eine Hochschlage-Kombo. Don't fight any enemies you can otherwise avoid, alright? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Ich glaube, gegen den sollte ich mich nicht anlegen. Ich meine, ich könnte ja speichern. Ich werde sowas von auf die Fresse kriegen. Attacke! Kommt von hinten. Yay. I'll take you all on. Here I come. You're finished. I'll run you through. See ya. Take this. Den kriegen wir sogar. Warum? Kriegen die an. Circle and bring them down. I'll run you clean right through them. Kernbrecher. Cool. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber er liegt und ist gleich tot. Nice. I won't rest until I'm the best I Steinfragmente. can be. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when battle is a part of your everyday. Also, hätte ich jetzt nicht erwartet, bin ich tatsächlich ehrlich, ja. Und der Golem zählt nicht als Gigant. Das heißt, es gibt noch viel größere Gegner. Seltsamer Kern und Steinfragmente. Okay. Eine Ansammlung unzähliger Felsbrocken, die sich wie ein Titan bewegt. Deswegen dachte ich ja, es wäre ein Gigant. Okay. Die natürliche Härte des Gesteins sorgt für überragende Angriffs- und Verteidigungswerte. Allerdings ist er sehr schwerfällig und hat eine spröde Schwachstelle auf den Rücken. Ach, deswegen. Weil ich ihn von hinten hatte. Genau, lass mal auf... Wie kam ich nochmal auf die Karte? Gedrückt halten? Ne. Kreis? Ah, Kreis. Alles klar. Da sind wir. Da geht's hoch. Da hinten ist das Bündnis der Sapphire. Okay. Warum ist das hier so blau? Ich glaube nicht, dass hier bei den ganzen Feuer irgendwo Wasser sein sollte. Obwohl, da geht's anscheinend runter. Vielleicht eine kleine Oase da unten, möglicherweise. Aber so viel Feuer würde ich das eigentlich verneinen. Aber ich weiß nicht, was man so findet, so wie hier. Deswegen bin ich hier hochgegangen. Ich habe mir sowas nämlich schon gedacht. Gegengiftstein. Ein Stein, der Mikroben Einhalt gebietet, da er Gifte zersetzt. Wenn man ihn zu Lebensmitteln legt, halten sie länger. Okay. What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Okay. Eine Kiste. Open it. Open it. Öffne es. Trank des Lebens. Ein Wundermittel, das die Kampfunfähigkeit eines verbündeten Kampf heilt und 800 KP wiederherstellt. Seems you found something good. Supplies like that are valuable. Never overlook them.
Got it. I'll remember that. Lasse sie nie links liegen. Ich würde Kisten und sonstigen Kram niemals links liegen lassen. Was ich gucken wollte, war... Ich hatte doch eine Waffe gekriegt als Dings... Hier, das Jagdgewehr. Halali! Erstmal sieht zwar nicht nach was Besonderem aus, wie diese Panzerwaffe, aber 78, 75 und 77 stärker. Nehmen wir. Ein liebstes Gewehr ist für Dämonenjagd C und fast unzerstörbar. Die einziehbare Klinge im Lauf der Waffe kann im Nahkampf genutzt werden. Da ist eine einziehbare Klinge im Lauf der Waffe. Sehe ich nicht so, aber gut, wenn sie das sagt. Damit ist die auf jeden Fall schon mal stärker als wir alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Ah, jetzt ein Ausruhort, okay. Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Und jetzt lernen wir was über Ausruhpunkte. Nee, doch noch nicht. Oder doch? Wenn du in ein Lager rastest, werden die KP und die HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Okay. Normally, we should take turns standing guard. But this first time, I'll watch over things so you two can rest easy. I've never just sat and watched a fire like this before. Ah, da unten steht Stand Sapphires Lehren. Surprisingly soothing. Well, aren't Diese you getting Plaudereien. comfortable? You realize there are still Zoogles prowling around out here. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? You feeling left out, son? No, it's not that. But You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. a Renin? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Danin agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danins? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. Eisenmaske ist fehlender Kern. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? Good question. I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't. It's funny how I didn't have any time for soul searching while digging up rocks in a mine. Still, Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr, It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. you're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough.
Right. Thank you. Die unverzagte Eisenmaske. So, this whole you not feeling pain thing, is that for real? Why would I lie about it? And why would you care anyway? No, it's just, you know, I can't imagine what it's like, that's all. As a slave, I'd say it has its advantages and disadvantages. Oh? On the upside, when Renan soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on death's door and not even realize it. Really? Sure. I may be numb to pain, but it doesn't make me immortal or anything. Still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead, lying in a ditch somewhere. Kann man hier Gruppenstatus sehen? Ah, hier. Cool, dass wir miteinander reden, aber hier nichts steht. Die Erinnerung kann man dann alles nochmal nachgucken. Und die... Was am Schwert, das war heftig. Das war Rasten. War schon heftig. A Master Core, huh? Now I see. So that's why Balsev's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Ah, fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. Astralenergie. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. Okay. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say
this, but I'd like to cut your jib, Brennan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. With that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renin Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? Sound good. I've gotta hurry. Okay. Da steckt mehr dahinter, als wir wissen bis dato. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Schwelgen in Erinnerung. Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renin, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegus. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegus? You mean the same Lenegus that's up in the sky? I've heard it called the Renin's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renin Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Warum bin ich mir da so nicht so sicher? Wird ja nicht ohne Grund andauernd angeschnitten. Ne? Würde ich mal sagen. I hate camping out. Ja auch nicht. Uns blieb nichts anderes übrig. Okay. Da unten scheint tatsächlich Wasser zu sein. Hier ist auch was. Weizen. Eine Getreideart, die wohl zu warmen als auch zu kalten Klima zu Hause ist. Zum Mehl gemahlen kommt sie in zahlreichen Speisen zum Einsatz. Und Bier. We should be able to eat this. Whenever you find some, make sure to grab it. It's edible, huh? Oh, Good to know. Definitely. okay. Ich wusste nicht, dass man stürzen kann. Auf jeden Fall. Oh, cool, wir können schwimmen. Und wir können einfach einen Karpfen fangen, wenn wir... Oh. Jetzt gehe ich angeln. Einfach schwimmen gehen und einfach rausfischen oder so. Spike mir Würmer. Ein herzhafter Fisch, der selbst in trüben Gewässern überlebt. Vor dem Verzehr sollte man ihn unbedingt kochen, denn roh ist er gefährlich. Würde ich nicht sagen, schmeckt nur gekocht besser. Aber du weißt, was das hier für eine Karpfen sind. Salbei. Ein Kraut, das maximal KP erhöht, wenn man es benutzt. Das ist extrem wirksam und schenkt einen Schwall neuer Energie. What's this thing? Da bin ich doch dabei. Objekte, Salbei.
Der hat das wenigste. Komm. Gut, ich kann nichts mit dem Karpfen machen. Gut, macht Sinn, wenn er hier... Da ich hier runtergefallen bin und keinen Schaden genommen habe. Na gut, Schaden hätte ich eigentlich nehmen können. Er merkt ja nur den Schaden nicht. Heißt ja nicht, dass er keinen bekommt. Also, bisschen komisch wieder gewesen, aber naja. Was bist du denn? Ein Apfelgelee. Was bist du? Irgendwie habe ich nicht vor, dass... Gigantenzäugel. In bestimmten Gebieten treiben sich riesige Zäugel herum. Gegen sie zu kämpfen ist sehr schwer, aber du erhältst seltene Objekte und viel FP. Ach so, ich dachte Zäugel war die Allgemeinbezeichnung für die Hunde, aber Zäugel ist hier die Allgemeinbezeichnung für die Monster. Ah ja. Okay. Ja, hat gelernt. We've almost made it to Ulzebek. Pilz. Ein regenschirmförmiger Pilz, der oft in feuchten Gebieten vorkommt. Es gibt auch giftige Arten, sodass man beim Pflücken Acht geben sollte. Feucht. Ja. Sehe ich nicht so. Will ich es versuchen? Wollen wir es mal versuchen? Wir werden eh sterben, aber... Na gut, dachte ich vorhin auch, aber... versuchen wir es mal. Die werden uns garantiert wegnatzen. Aber sowas von. Sieht schon mal cool aus, aber ich glaube, wir werden sterben. Aber erst gehe ich hier hin. Na, was haben wir denn da? Wieder ein Gegengestein? Okay. Ach je. Sehe ich jetzt schon, dass ich den nicht angreifen sollte. I'd steer clear of that Zoogle if I were you. Damn. That weak, huh? Nächster sagt selbst sie. Aber bleibt er echt stehen und... Okay. Oh, Gottesanbeterin, Stufe 3. 43. Das war klar. Stufe 43 war klar, ich überlebe. Oh. Okay. Von einer Gruppenniederlage holen. Wenn die Gruppe in einem normalen Kampf verliert wird und ausgelöscht wird, kostet es im selben Gebiet HP, um die Gruppe zu retten. Du kehrst mit 0 HP ins selbe Gebiet zurück, heilst aber keine KP. Von daher ist es klug, dich in ein anderes Gebiet zurückzuziehen, um deine HP wiederherzustellen. I can't believe this. Ja gut, wir haben es versucht. Laden. Wollte es mal versucht haben. Ey, warum ist der Pilz jetzt weg? Skandal. That is one enormous stray. I don't think we can take it right now. Was sagt eigentlich die Tic-Tac? Geht da noch eine? Nee, danach geht keine mehr. Ich muss ja wieder früh raus, also... Okay. Attacke! Was auch immer ihr seid. Guess we gotta roll with it. You're mine! That's you right up. It's over! Rising Light!
One more. Mega Ray. Pathetic. Sphärische Hülle. Du kannst mir erst mal sagen, was du für ein Vieh bist. Gegnerinfo. Ein Gürteltier. Ein Zeugel mit einem harten Panzer, der mäßige Angriffe und Leichtigkeit abwehrt. Ein Zeugel mit einem harten Panzer, der mäßige Angriffe mit Leichtigkeit abwehrt. Sobald er Gefahr spürt, rollt er sich zu einer Kugel zusammen und nutzt seinen Panzer als Waffe, indem er sich gegen Gegner schleudert und blitzschnell auf sie zustürmt. Ein Gürteltier. Oh, eine Eule. Hundeschwanz. Cool. Ein Hundeschwanz, der dem eines weißen, edlen Shibas ähnelt. Kombiniert mit Hundeohren verführt er dazu, bellend herumzulaufen. That's an unusual bird. It's an owl. They're Und often ein used Eulengesicht as a symbol gesammelt. to represent ancient Dana. Wartet, die dänischen Eulen. Da, dänische Eulen. Dänische Eulen hausen an verborgenen Stellen im ganzen Land. Vielleicht lohnt es sich ja für Abenteurer, die sich die Mühe machen, sie aufzuspüren. Normally I don't pick on the weak. Mega Ray. Mirage! You're surrounded. Just stay calm. Swallow blade! How's this? Take this! Head coming! Talon sword! Trust cannon! Rising wyvern! See you! Mirage! Talon sword! You're mine! You're finished! One final push! Right! Give them all we got! Okay. Here I... Wow, take a look at that. Harter Knochen. Hier ist wieder Weizen. Oh, ein Oraniengelee. Ein wertvolles medizinisches Gelee, das die Vitalität der Person unterstützt, die es einnimmt. Stellt 30% HP wieder her. What's this thing? Ja, habe ich doch gerade vorgelesen. Zugzeit ist gleich zu Ende. So niedlich. Out of our way. Take this! You're mine! I'm on Bin ausgewichen, du Sack. Mirage! Take it. It's over. I'll run you through. See ya. Sight. You're mine. Here I come! Swallow blade! See ya. Talon sword! Mirage! Die Kombo gefällt mir. Everything's coming up, Zephyr. Parallaxstein. Ein Stein, der taube Glieder lindert. Der taube Glieder lindert. Hört sich irgendwie komisch an. Wenn man ihn reibt. Der taube Glieder lindert, wenn man ihn reibt. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Für YouTube werde ich das jetzt nicht weiter ausschmücken. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerade an was anderes denke. Geschätzt von Arbeitern, die immer gleiche Körperhaltung bewahren müssen. Haltung. Ja. Verständlich? Und hier geht's beim nächsten Mal rein.